Heute sitze ich hier vor zwei alten Custom-Rollern, nämlich den Rollern von Alex und von Ralf, den beiden Gründern von SIP. Und diese beiden Roller, die haben eine sehr auffällige Custom-Lackierung. Und wer dafür verantwortlich ist, das sieht man hier ganz gut, da steht File Design. Und der Filey von File Design, der war damals eine absolute Berühmtheit für Custom-Lackierung. Warum sage ich damals? Weil das Ganze schon 2001 passiert ist. Und seitdem ist natürlich viel in der Rollerwelt passiert, vor allem viel in der Teilewelt von SIP. Also höchste Zeit, einen von beiden zu nehmen und ein wenig abzudaten. Wie ihr seht, ist es Ralfs Roller geworden. Und da mir unsere Produzenten ein so verantwortungsvolles Projekt nicht alleine zugetraut haben, haben sie mir jemanden zur Seite gestellt, der gleichzeitig Schrauberlegende und junger, hungriger Wilder in einer Person verkörpert, nämlich Nico. Hallo. Applaus für Nico bitte. Stell dich doch kurz vor. Ich bin Nico, bin seit 2 Jahren bei SIP, war zuvor 10 Jahre selbstständig mit einem eigenen Laden aus Freiburg. Also entschuldigt mich bitte, wenn ab und zu ein bisschen Dialekt durchbricht. Ob ich eine Legende bin, wird sich wahrscheinlich an dem Projekt noch zeigen. Ich würde sagen, legen wir mal los. Ich habe nichts verstanden. Zu viel Dialekt. Sorry. Ich würde sagen, am besten fangen wir an mit der Geschichte von dem Roller, denn der ist vor 21 Jahren so lackiert worden. Das ist ja schon ziemlich viel Geschichte, aber der hat natürlich noch eine Vorgeschichte. Dieser Roller hat so einige Stationen in seinem Leben durchlaufen und da haben wir mal ein paar alte Bilder rausgesucht. Und die Zusammenstellung hier, die ist sehr lustig, weil erstmal sieht man hier die beiden Roller von Ralf und Alex, wie wir sie euch vorhin gezeigt haben. Der vordere Roller mit den Speedblocks, das ist der gelbe heute von Alex, ne? Damals schon ein sehr cooles Design gehabt. Und hinten, das ist der Roller von Ralf, der silberne, damals noch als Edusho Racer hat er ihn, glaube ich, genannt, mit Braun und Gelb. Er ist sogar Rennen gefahren damals gegen den bekannten Sprinter von der Rollerzentrale. Er hat erzählt, er hätte sogar gewonnen, ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Und später, als sie dann SIP gegründet haben, wurde der Roller gelb. Das sieht man hier. Hier ist ein Messestand auf der Extravaganza Mitte der 90er, also kurz nach der Gründung von SIP. Und da hat er ihn dann ganz gelb lackiert und Kotflügel war schon dran, der heute dran ist und so weiter. Ne? Na gut, und dann zuletzt haben sie es dann halt 2001 umlackiert und das Ganze sah dann so aus. Und man sieht, seit damals hat sich sowohl an Roller als auch an Frisur wirklich gar nichts verändert. Na gut, kommen wir zurück zum Roller. Hey Jesko, wie sehe ich aus? Ja, traumhaft, Nico. Sehr gut. So, wir versuchen mal das Ding hier durchs Lager nach unten zu bringen. Moment, ich halte auf, Nico. Charlie, hatten wir andere Paletten für Fahrzeuge? Haben wir ein Brett genommen oder irgendwas? Ich würde sagen, wir suchen mal ein Brett. Boah, Alter, was ist das denn? Das ist ja schwerer als der Roller. Fuck. Ich habe auch wieder die schwerere Seite, wie immer. Ja, ich habe den Ausschnitt. Pass auf, ich fahre das ein bisschen zurück, dann legen wir das davor und dann können wir es einfach rüberfahren. Ja. Versuch mal ganz runter zu fahren, bitte. Ah ja, super. Jetzt fahren wir nur bitte ein bisschen hoch, dass ich gucke, ob es sicher steht. Also ich glaube, der steht sicher. Was sagst du? Ich glaube, der steht sicher. Machen erstmal Luft drauf und dann gucken wir, ob der irgendwie angeht. Ne? Nico, ich halte schräg und du machst Luft. Das ist sehr wenig Platz. Jetzt wird spannend. Jetzt probieren wir mal, ob die Lore angeht. Ich wette ein Espresso auf Nein. Mal gucken, ob Sprit drin ist. Aber jemand sorgfältig hat den Sprit abgelassen. Haben wir irgendwo Sprit? Ah, wir können bei mir aus dem Tank was ablassen. Bräuchte man nur einen Spritkanister. Ich glaube, das war eine ganz furchtbare Idee. Warum? Weil das einen sehr kurzen Kickstarter hat und mit ziemlicher Sicherheit nicht angeht. Moment, ich mache noch mal hier rein. Das Ding ist ja abgeknickt. Siehst du das?
Der Spritzschlauch? Ja, der ist komplett abgeknickt, da kommt gar nichts durch, würde ich mal sagen. Naja, ich glaube, die Feuchtigkeit kommt maximal vom Bremsenreiniger. Nico, du musst mal gucken, ob du was siehst. Ich sehe nichts. Funkt, oder? Funkt, ja. Also ich glaube, da kommt einfach durch das Ding kommt kein Sprit durch. Das kannst du vergessen. Kann sein, ja. Ja, der ist schon mal trocken. Das ist wohl das Zeichen, dass er keinen Kraftstoff bekommen hat. Vermutlich durch den abgeknickten Schlauch. Aber wenn wir den Vergaser schon unten haben, bietet es sich an, dass wir ihn reinigen. Meinst du, dass das mit dem hier überhaupt lohnt? Wir kriegen doch sogar keinen Sprit hin, oder? Was denkst du? Ich hätte einen externen Tank genommen. Jetzt haben wir wieder einen Tank ohne Benzin. Den kriegen wir schon leer. Aber mit einer sehr schönen Kabelbinderhalterung. Da kann eigentlich nichts schief gehen. Im nächsten Leben wirst du Kabelbinder-Künstler jetzt. Ich bin für meine Kabelbinderkunstwerke eh schon bekannt. Wo ist denn der Pumper? Hier. Super. Bei den Spritpreisen darf man ja nichts verschenken. Ja, ich Kann ich auf eine Ebene liegen? Okay. Durch die Kabelbinde? Dann müsste es eigentlich funktionieren. Ja. Jetzt ist perfekt. Ja. Hast du fein gemacht. Super. Also nicht fahren? Okay. Oder wir fahren das Ding einfach mal auf den Prüfstand und gucken mal, wie der Motor jetzt läuft. Und dann gucken wir, wie das so mit unserem Update läuft und was passiert im Vergleich mit einem 90er-Jahre-Setup und einem modernen Setup. Ich schreibe jetzt mal rein, Ralf Racer Silber 2001. und dann schreibe ich drauf Setup 2001, oder? 2001. That's what I'm talking about. Wait! So Nico, das war super interessant, finde ich, weil, also um es noch mal kurz zu sagen, wir haben hier ein Setup, ein Malossi Altzylinder mit 60 mm Hub, einem Resonanzauspuff, großer Vergaser und eine RD-Membran, also eine relativ große Membran. Das war damals ein recht starkes Setup und das Ding macht jetzt knapp 24 PS, 23,5 hat es gemacht. Das ist gar nicht schlecht. Und wir haben das jetzt hier mal aufgerufen gegen dieses modernere Setup, ne? Also diese rote Kurve ist jetzt ein modernes Setup und jetzt könnte man ja sagen, naja, hat ja eigentlich die gleiche Spitzenleistung. Nur hier unten, in dem Bereich, in dem man viel fährt, so bei 5000 Umdrehungen, ne, da hat das moderne Setup 4 PS mehr. Also das ist sich viel harmonischer und druckvoller fahren. Außerdem ist dieses moderne Setup mit einem Boxauspuff, mit einem einfachen Zip Road 3.0 und einem 24er SI-Vergaser gefahren, mit einem unveränderten Einlass am Drehschieber. Also das heißt, großer Vergaser mit Membran ist die blaue Kurve, kleiner Vergaser ohne Membran die rote. Rot auch Boxauspuff, blau Resonanzauspuff. Das ist Wahnsinn, dass das moderne Setup die gleiche Leistung macht, plus eigentlich die wesentlich bessere Kurve. Na gut, das muss dazu sagen, das Setup ist so modern, dass es das noch gar nicht gibt, weil Vergaser und Auspuff gibt es natürlich, aber die 200 Kubik, die dazwischen sind, das erzählen wir euch später mal, was das ist. Aber trotzdem, das ist schon recht repräsentativ. Aber man sieht auch das, was man in den 90er Jahren gebaut hat, ist nicht schlecht. Ne? Das funktioniert schon ganz geil. Also mit über 20 PS und 24 Newtonmeter, das kann man durchaus fahren, oder Nico? Das kann man durchaus fahren, ja. Also da war man damals eigentlich ganz gut aufgestellt. Genau, also für die damalige Zeit ein guter Motor. Nur
Schön, dass wir das gemacht haben, dass es nochmal geklappt haben, dank Nikos Einsatz, dass der Motor angesprungen ist. Weil jetzt können wir ganz am Ende vergleichen mit dem modernen Setup, was hat sich verändert und haben wir vernünftige Arbeit gemacht. Ich glaube, das war's dann für heute. Oder fällt dir noch was ein, was wir machen? Es ist Freitag, wir könnten ein Bier trinken. Das hört sich nach einem sehr guten Plan an. Es ist Freitag, die Sonne scheint, es ist gleich Feierabend. Damit war's das für die heutige Folge. Bimmel drücken, Herzchen drücken, Sternchen drücken. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es euch gefallen hat. Und wir holen uns ein Bier. Ciao. Wusstest du eigentlich, dass SIP auch jetzt Flanellhemden hat? Das glaube ich nicht, Jesko. Das glaube ich nicht, Tim. Schade. Muss ich dir unbedingt zeigen. Soll keiner sagen, dass ich Unsinn erzählt hätte. Ist aber noch ein Prototyp.